Grüße, Fellow Controller-Spieler. Du bist wahrscheinlich aus einem von zwei Gründen hier. Entweder weißt du schon, wie der ganze Skating-Bums funktioniert, aber seit Season 21 hast du irgendwie Probleme damit. Oder du hast noch gar keinen Plan und möchtest lernen, wie eine der spaßigsten Movement-Tags in Destiny funktioniert, um es deinen Freunden zu zeigen. Du bist also kein Titan. Egal zu wem du gehörst, du bist hier richtig, also bleib dran. Skaten kannst du mit jeder Klasse. Wirklich Sinn macht es aber nur mit zweien, dem Stasis Hunter und dem Brunnen Warlock. Damit du anfangen kannst, brauchst du in jedem Fall ein Schwert mit dem Perk Kühne Klinge. Davon gibt es 2 Stück im Spiel, die du beide über das 30 Jahre Bungie-Event Mutproben der Ewigkeit bekommst. Bei jedem Abschluss bekommst du seltsame Münzen oder direkt Schatzschlüssel, die du bei Xurs Kiste gegen Waffen eintauschen kannst. Ich gebe dir 2 Pro-Tipps. In den Mutproben gibt es 2-mal unendlich schwere Munitionsbuffs, wovon du einen auf jeden Fall bekommen kannst. Wenn du eh schon farmen musst, kannst du damit die Katalysatoren für deine schweren Waffen aufleveln. Für den ersten Buff läufst du durch den Lift, sobald die beiden Halbkugeln eine ganze bilden. Sobald du durch den Spalt geflogen bist, musst du nur noch über den Steg. Nimm dir Zeit und fall nicht runter. Dann nur noch geradeaus und du bist ready. Aber pass auf, wenn du durch Verbündetenbeitritt nach vorne gezogen wirst, verlierst du den Buff. Das zählt übrigens auch für deine Teammates, wohl doch nur mal so in den Raum gestellt haben. Den zweiten bekommst du, wenn du nach der zweiten Phase auf der richtigen Platte stehst. Das ist in der normalen Version zufällig, also good luck, have fun. Pro-Tipp 2. Wenn du kein Loot-Luck hast, kannst du mit dem Tiefenblick-Harmonisierer nachhelfen und die Waffen dann schmieden. Wenn du den Pay-to-Win-Pass hast, kannst du also nach spätestens 5 Schwertern anfangen. Die verbesserte Version des Perks Kühne Klinge gibt dir eine halbe Sekunde mehr Zeit, den Perk zu procken und eine 25% höhere Geschwindigkeit in der Luft. Wenn du kannst, mach's drauf und geh mit den restlichen Perks Richtung Max Muni. Jetzt, da wir den Quatsch geklärt haben, auf zum interessanten Teil. Oben rechts siehst du ab jetzt meine Controller-Inputs. Wenn du nicht mitkommst, schau dir den Teil öfter und oder mit geringerer Geschwindigkeit an. Bevor du anfängst, machst du 3 Dinge. Alle Season 21 Leute aufgepasst. Erstens, du stellst deine Tastenbelegung auf individuell und setzt diese auf dein normales Layout zurück. Es gibt keinen Grund, was anderes als individuell zu spielen. Zweitens, in den Gameplay-Einstellungen stellst du vollautomatischer Nahkampf auf Aus. An alle, bei denen es nicht mehr funktioniert hat, like das Video und lass dein Abo da. Dein Problem ist gelöst. Gern geschehen. Wenn du trotzdem mit vollautomatischem Nahkampf skaten willst, bleib dran, das neue Timing kommt später. Drittens, zum Üben fliegst du in ein Privatmatch und stellst die folgenden Spieleoptionen ein. Spielevariante Hexenkessel. Karte Ewigkeit. Matchzeit 30 Minuten. Superaufladerate 3 Sekunden. Wiedereinstiegszeit 1 Sekunde. Sobald du dir ein Heavy-Paket geschnappt hast, gehst du zu dieser Position. Wir fangen mit dem Hunter an, da er mit am einfachsten ist. Um zu skaten brauchst du den Aspekt Splittersprung und eine Kante, vor die du durchstellst. Jetzt aufpassen. Wechsle auf dein Schwert und schaue auf den linken Bildschirmrand. Dort siehst du den Buff Kühne Klinge. Achte darauf, wie viel Zeit du hast, bis der Buff abklingt. Mach dir also keinen Stress mit dem Gedrücke, du hast alle Zeit der Welt. Stecke das Schwert wieder weg und warte kurz. Nun duckst du durch und hältst den Ducken-Knopf gedrückt. Hol das Schwert raus, warte kurz und drücke dann gleichzeitig Schießen und Springen, während du Ducken noch gedrückt hältst. Glückwunsch, das war dein erster Shatterskate. Abonnieren nicht vergessen. Wenn du alles richtig gemacht hast, verlierst du übrigens keine Munition. Wenn nicht, dann versuch's nochmal. Sollte das Ganze so aussehen, hast du Ducken nicht gehalten. Böse, böse, zurück zum Anfang. Wenn du das hier siehst, hast du mich zu wörtlich genommen, warst zu langsam und hattest keinen Kühne Klinge Buff mehr. Stecke das Schwert weg und versuch's nochmal, aber schneller. Schau dir den Teil von ebenso oft an, wie du es brauchst. Kostet doch nix und mir bringt's Watchtime. Jetzt weißt du schon mal, wie man anfährt, aber irgendwann willst du bestimmt auch mit was anderem bremsen als deinem Gesicht. Entweder du benutzt dafür deine Air-Dive-Fähigkeit, hältst also Ducken lang gedrückt, oder du führst einen leichten Schlag mit dem Schwert aus. Beides funktioniert auch auf dem Warlock. Mit dem Warlock läuft's genau gleich, nur anders. Statt Ducken drückst du die Super und brauchst auch etwas Timing. Ist aber nicht so schwer, wenn du es einmal raus hast. Stell dich wieder auf die Anfangsposition. Kleiner Tipp vorab, stell dich nicht ganz an die Kante, sondern etwas zurück, das macht es einfacher. Die Tastenkombi ist Schießen, Springen, Super und das ziemlich schnell hintereinander. Achte auf die Inputs rechts oben und schau dir den Part öfter und oder langsam an, Watchtime und so. Zur Einordnung, wenn du den Brunnen direkt stellst, waren deine Inputs zu schnell. Wenn du mit dem Brunnen runterfällst, waren sie zu langsam. Du kannst mit dem Wellskate noch einiges mehr machen, indem du Hitzewelle aktivierst und noch Icarus Dashes hinterher chainst. Aber dazu gibt's auf Anfrage einen Teil 2. Dieses Video richtet sich speziell an Anfänger. Ich zeige euch hier nochmal im Schnelldurchlauf den Bubble Skate von Titan
will aber sagen, dass er ziemlich nutzlos ist, da er immer deine Superfähigkeit verbraucht und ein sehr enges Zeitfenster hat. Fun Fact: Du kannst auch noch mit anderen Schwertern, Aspekten und Super skaten. Das würde aber das Video komplett überreizen. Wenn dich das trotzdem interessiert, sag in den Kommentaren Bescheid, dann mache ich dir einen Guide dazu. Nun nochmal zum neuen Timing für alle mit vollautomatischem Nahkampf an. Damit du annähernd konsistent skaten kannst, solltest du deine Airdive-Fähigkeit auf Drücken stellen. Das neue Timing ist wie folgt: Mach da einen schweren Schlag und warte, bis der Jäger lila leuchtet. Sobald du das siehst, drückst du nochmal schnell nacheinander deine Airdive-Fähigkeit und springen. Oder die bessere Alternative: Stell den Vollauto-Nahkampf einfach aus. Trust me. Du kannst übrigens überall skaten, wo es runtergeht. Dazu zählen Stasisgranaten, Sparrows, Hügel, Steine und eben auch Kanten. Viel Spaß macht das Skaten, wenn du über große Abgründe springst. Der Höllenschlund auf dem Mond und das erste Sprungpuzzle im Königsfall Raid bieten sich dazu an. Über letzteres kommst du mit einmal drüber, wenn du im Sprung auf Teleport wechselst, nach oben schaust und zweimal springst. Wenn du das hinbekommen hast, bist du bereit für alle anderen Techniken. Hast du es schon geschafft oder brauchst du noch Hilfe? Lass einen Kommentar da und ich antworte persönlich drauf und helfe dir. Skaten macht das Spiel so viel besser und ich verspreche dir, du bekommst das auch hin. Wenn es dir geholfen hat, dann teile das Video mit deinen Kollegen, Titan oder nicht, auch die dürfen sehen, was sie verpassen, und hilf mir so, unsere Community zu vergrößern. Wenn du noch mehr sehen willst, geht's hier zu einem mindestens genauso spaßigen Bild. Lass auch da deine Liebe da. Dem Link ist diesmal nicht in der Beschreibung. See ya.